Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Das war eine sehr ereignisreiche Folge beim letzten Mal. Wir haben nämlich einige Kämpfe bestritten, aber auch einige Kämpfe beobachtet. Wir haben gesehen, wie Angie gegen ihren Vater gekämpft hat, dabei am Ende siegreich gewesen ist und ja, aber auch einen ordentlichen Schaden davon getragen hat. Im Anschluss hatte sich Vulkan, obwohl ihr Vater, also der Vater von Angelica, versucht hatte, ihn davon abzuhalten, sich einzumischen. Er hat es dann eben doch getan. Wir sind im dritten Anlauf erfolgreich gewesen. Ich hatte ein paar Problemchen mit diesem Kampf, der am Ende aber trotzdem zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Und jetzt in der allerletzten Szene, am Ende der letzten Folge, hatte Reen noch versucht, Vulkan zu schützen, denn sein Neid ist davor zu explodieren und ihn schlimmstenfalls in den Tod zu reißen. Und jetzt hat sich hier ein Dialog ergeben, aus dem wir nicht wissen, wie Vulkan hervorgehen wird, denn die Musik ist jetzt plötzlich traurig geworden und ich hoffe, wir verlieren ihn jetzt nicht, auch wenn er nie auf unserer Seite war, sondern irgendwie immer unser Gegner, aber trotzdem hegt Reen gewisse Sympathien für ihn und ja, lass uns mal hören, wie die Geschichte ausgeht. I did what I set out to do. I can't say I don't have regrets, but I'm satisfied at least. Are you an idiot? If you go and die, it all amounts to nothing! I died a long time ago. I've been dead since the day that bastard had the others in Arngarm slaughtered. At least now, I can finally be reunited with them and she. Anyway, try and give Scarlet and Crow the end to all of this that they want too. Can you do that for me? See ya. It's been fun. Rain! Get away from him! No! Reen, Was this really what V wanted? how did this happen? So viel zum Thema, hoffentlich gibt's ein Happy End. Everything was put back into order by Angelica and Marquis Rogner. And with that, the crisis at the Schwarz-Drake barrier came to an end. Shortly thereafter, the Marquis formally recognized his defeat and swore an oath to Princess Alphen. He swore, "From this moment on, my provincial army shall withdraw from the alliance and play no further part in the war." Was ja eigentlich gut ist, ne? Je weniger Parteien sich beteiligen, desto eher haben wir den Frieden wiederhergestellt. So bitter das Opfer jetzt auch ist, was Vulkan hier erbringen musste. Alisas mother also returned to her position as chairman of the Rhineford group. In no time at all, she went to work reuniting the various divisions and quelling the chaos that had arisen, so rum. Sifting through the information she had acquired, she discovered that the soldiers were primarily being produced in the West. This knowledge in hand, she drove herself to investigate further, doing all within her power to guide the war to a conclusion.
While all of that was going on, they landed the courageous in the newly liberated Ruhr, and the Rainford Company was gracious enough to offer to perform full-scale maintenance on her. Class 7 then decided to use the downtime to relax in the city while they had the chance. Klingt nach Bonding-Events. Hab ich Bock drauf. Okay. Es hätte alles so ein großer Hurra-Moment sein können, ne, wenn die Sache mit Vulkan nicht wäre. Aber für das große Ganze war das trotzdem ein Erfolg irgendwo. The city has a much nicer energy to it than it did under Alliance control. It must be due to the chairman returning to her post and the Marquis declaring neutrality. I'm happy to see how things have changed, but this peace came at a steep price. Jo. Maybe a walk would do me some good. I'm still feeling kind of down, but maybe spending some time talking with the others will help. I should probably check on Valdemar too. I really overworked him yesterday. It might be best to hold off on that until I'm done in the city though. Bonding points, which can be used to trigger bonding events, will be allocated to you on stopover days. To advance the story, choose to board the Courageous at the airport. Oh, das ist aber eine klare Trennlinie, finde ich gut. Received bonding points. For the duration of this stopover day, Ruhr's town map can be accessed by pressing the Viereck button. Coolio, 12 Stück. Okay. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar entspanntere Leute hier antreffen, als das beim letzten Rundgang noch der Fall gewesen ist. Oh shit, ich brauche jetzt irgendwie einen Plan. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir im Headquarter mal anfangen. Denn da sind wir jetzt hier in Teil 2 generell noch gar nicht drin gewesen, glaube ich, oder? Das ist ja unser erster Besuch hier in Ruhr generell und das hier kenne ich jetzt aktuell nur aus Teil 1. Es sei denn, ich habe irgendeinen Moment in einer anderen Phase verpasst oder nicht mehr in Erinnerung. An alarm started sounding right when I was about to close a huge deal yesterday. Really scared the life out of me. But looking around at how fired up the stuff is today, I've got a feeling today's gonna go really well. An alarm started sounding really well. Okay. Hello, Whitney. Hold on, you're one of the heroes who freed the city. What an honor to be able to meet you like this. Oh wow, this will be quite the story at my next business meeting. I really didn't do much. Honestly, your praise is probably better saved for Angelica. Not at all. There's no way Ruhr would have been freed if not for the Courageous. So, on behalf of everyone here in Ruhr, allow me to thank you for your incredible work. Well, thank you for the thanks, I guess. It's so good to finally be back to business again. Time to buckle down and get some work done. Ist irgendwie auch traurig. Also es ist cool, wenn man seine Arbeit gerne hat, aber wir haben ja auch in Teil 1 schon mit einigen Leuten gesprochen, die hier auch so gefühlt kurz vorm Burnout waren, weil sie eben nur am Ackern gewesen sind. Hey Christian. How humiliating. We were forced to follow the acting chairman's orders to the letter. As awful as that was, things got even worse when we ended up letting those archaisms run rampant in the building. We're in the middle of a complete revamp of our security protocols to make sure that this can never happen again. I'm so ashamed that we let the terrorist archaisms run loose in here. We all feel responsible for what happened and we're reworking our security so that it won't happen again. Naja, aber der Archaism, der wurde ja herbeigezaubert. Ist ja nicht so, dass sie den in den Fahrstuhl gequetscht haben und hier einfach munter mit dem navigieren konnten. Ne? Was willst du gegen so Zauber machen? Du kannst eine magische Barriere errichten, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, Luise, was? Mit der kann man handeln? Ach so, ja, ich erinnere mich dunkel. Oh, ich habe ja kaum Geld. Oh, a memorial medal with the Rainford Company logo carved on it. Nee, mein Geld lässt das nicht zu. Weil das ist so ein schönes Rundumpaket. Ach Mist, verdammter. Ich nehme das mal einmal mit. Nicht, dass man das vielleicht irgendwann mal für eine Side-Story oder sowas braucht oder irgendjemand danach fragt. So, exchangen kann ich aber ein bisschen. Guck mal, dann habe ich auf jeden Fall wieder eine etwas komfortablere finanzielle Ausgangslage. Master Rishwar's Outdoors Military Academy, I presume. Lady Elisa is on the 24th floor at the moment. She's with Her Highness, Princess Elfin at the moment. Will you be going to see them? That was the plan. Thanks for letting me know.
The chairman is currently in a director's meeting. I'm as thrilled to have her back at work as any other employee here, but still, I can't say that I'm not a little worried about her. Since she started work yesterday, she barely seems to have gotten any rest. Naja, streng genommen war das vorher auch schon so, oder? If Sharon were to stay by her side, I wouldn't be quite so concerned, but I've heard that she'll be departing for Western Erebonia shortly. I hope the chairman at least tries to be mindful of her health. Ich äußere mich mal dazu nicht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal die Prioritäten so verschiebt, dass sie mehr an sich selbst denkt als an die Arbeit, aber we will see. Hallo Researcher. Sir, the other computer production line is completely unusable. They've made such crazy modifications to it that I can't make heads or tails of the damn thing. Alright, I'll take care of this. You get to work on restoring the design data. Of course, sir. Now that we finally got our home back, it's time to get everything back to the way it was. I'll get that data restored. You can count on it. Ja, mach ich. Bleibt mir eh nichts anderes übrig. So, hallo Johann. What's this? Min's safe after all? Phew, after not hearing a peep from her after 2 months, I was really starting to fear the worst. I guess that military academy really toughened her up. I'm so proud. What fantastic news. Great to hear that she's doing well. Thanks, all of you. Gerne. If Mint could hang in there these last 2 months, I can make the most of my situation too. Let's start with putting this department back together. Ja, verstehe ich. Also beziehungsweise kennt das, glaube ich, jeder, wenn irgendwas im Privaten nicht richtig läuft oder jemand gesundheitlich angeschlagen ist oder keine Ahnung was, dann arbeitet es sich deutlich schwieriger, weil man den Fokus halt nicht auf das Thema hat, an dem man gerade sitzt. Hey Leonard, our department's back to work too. I'm so happy I could hug you. I'll try to restrain myself, however. Ach, mach ruhig. Ich glaube, Reen wird gerne gehuggt. Oh, I've been dreaming of this moment for so long now. Time to get back to work and no more slacking. I haven't worked in so long that Whitney's probably surpassed me in salesmanship experience. I'll have to double down on work and make up for lost time. Das wirst du sicherlich schneller tun, als du gucken kannst. Hey Dalton. Welcome to Rainford Corporate Headquarters. Allow me to take this opportunity to personally thank you for liberating Ruhr. No thanks necessary. Honestly, that wasn't even our goal. We were just trying to save the chairman for Elisa's sake. We are glad we could do that though. As are we. The chairman is hard at work rebuilding the group and trying to get it back to peak capacity as we speak. And once Reinford returns to normal, Ruhr should follow. We could not be more grateful for all you've done. We are truly relieved that the chairman is safe. Now that she's back and Lord Heidel has been confined to his mansion, the group should slowly start returning to normal. It will likely take some time, but I'm glad that the process can finally begin. You have our most heartfelt thanks. Wow. Also ich glaube, diesen Dank, der ihm hier entgegenschlägt, den muss er auf jeden Fall annehmen, weil da hat er seinen Anteil dran, egal was seine ursprüngliche Intention gewesen ist. Aber damit hat sich Reen ja immer schon ein bisschen schwer getan. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin auch hier mit allen durch, ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wobei, warte. Ich konnte diese Dinger hier doch auch irgendwo mal lesen, ne? Ja. Wobei, das hier ist, glaube ich, das sind die gleichen Ausstellungsstücke wie auch in Teil 1 schon. Da weiß ich nämlich, an den 18er erinnere ich mich hier nämlich auf diesem Sockel. Das sollte soweit klar sein. Wenn es jetzt noch ein Notebook-Update gegeben hätte, dann hätte ich die jetzt alle nochmal durchgelesen, aber ist, glaube ich, nicht notwendig. This seems to be an Employee Elevator. Ah ja, okay, eine Etage. Hier wird wahrscheinlich der Bonding-Event von Alisa stattfinden. Wir haben ja vorhin gehört, dass sie sich ja auch irgendwo aufhält. Mal gucken. Ich bin halt gespannt, ob und wann Sharon wieder zurückkommt. Was ich auch interessant fand, also ich meine, Claire hat hier wahrscheinlich nichts zu tun gehabt, aber sie ist in diesen ganzen Geschehnissen hier nirgendwo mit dabei gewesen. Aber ich wette, Claire wird eine Rolle spielen im nächsten Kapitel. So, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Lohnt es sich überhaupt, die ganzen Nebenräume hier mitzunehmen? Das ist jetzt die Frage. Eventuell gibt es hier noch irgendwie ein Buch oder sowas. Also
Bei Kisten mache ich mir jetzt wenig Illusionen, aber diese ganzen Bücherregale, ne? Das ist immer ganz spannend. Oh, hier gab es so eine richtige Cringe-Szene mit Sharon im ersten Teil, das weiß ich noch. Wo sie so ein bisschen irgendwie flirty mit ihm war oder so, keine Ahnung. Ich assoziiere diesen Waschraum einfach nur damit. So, ich halte eigentlich nur nach irgendwelchen shiny Punkten Ausschau. Weil ich weiß nicht, ob wir später dann hier noch so ohne weiteres einfach rumlaufen können. Ich wette, hier gibt es irgendwas und ich werde es trotzdem übersehen, obwohl ich jetzt hier in jeden Raum reinlaufe. Oh, guck mal, der Plüschi. Das ist nicht mal eine Mishi-Figur, das war irgendwas anderes. Oh, hier ist aber ein schönes Blumenbouquet, sagt man das nicht so? Ausgefahren. Die Küche ist aber auch geil, ne? Also von der Farbe her jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, aber so vom Aufbau finde ich diese Etage hier echt ganz cool. So, Alisa, das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Ah, und Erfin, stimmt. Ich vergesse mal, dass es hier auch noch gibt, weil sie halt nie Teil unserer Kampftruppe war. Hier. There's a copy of a magazine called Cars Monthly here. I think this is some sort of automotive magazine published abroad. They've got a whole section here just dedicated to car paint colors. This one could actually be kind of cool. Dark coloring, nice. Rin used the magazine as inspiration for the new bi-color dark coloring. Sehr gut. Es war nicht umsonst, hier überall durchgelaufen zu sein. Ich glaube, mit Erfin spreche ich jetzt aber, wenn wir schon mal hier sind. Last night I received an invitation to stay here. There's still some time until we have to leave, so I think I'll spend some quality time curled up with these books instead. Sharon's coffee can't be beaten either. In fact, pulling myself away from here may prove to be a real struggle. Maybe I should join her for a while. She seems like she could use some company. Jawohl, mach mal. Mind if I stick around a little longer? Not at all. We don't get many chances to spend time together like this, so let's make the most of it. Gucken, was die jetzt machen. Lesen die zusammen Bücher oder was? Oder trinken die Kaffee von Sharon? Reen could never say no to some of Sharon's coffee and in fact asked her to make another pot for them. Ah, with that, he and Princess Elfin spent some time perusing the countless books gathered in the library. Meine Vermutung war die richtige. Bücher und Kaffee, gute Kombination. This coffee really has a nice aroma to it. Doesn't it? Sitting back and enjoying a cup of Sharon's coffee engrossed in a book, I think I found the very definition of bliss. Well, I can see where you're coming from. It never ceases to amaze me how many books there are in here, or even the variety of topics and genres represented. I guess Gwyn has always had a pretty broad range of interests though, so it makes sense that his library would be as diverse. Ist das seine Library? Ich dachte, die gehört der ganzen Familie. Indeed, but that only makes it more difficult to decide which volume to read next. Although, I must admit, I was a little disappointed to find one particular genre unrepresented here. Vielleicht das Dorothy-Genre? So nenne ich's mal. Oh, which one? Was? Titillating? Was ist das denn für ein Wort? The titillating tales loved by fair ladies all across the empire. Stories about the lives and loves of handsome gentlemen. Books that warm the hearts of all who thrill to their prose. Uh-huh. Oh, those books. I remember you saying those were pretty popular at St. Estrella too, right? The Courageous was lacking in that genre too, unless Dorothy came and seeded it with some volumes from her own collection. So, does Elise, have any interest in those kinds of books? It's so much more magical to just leave the truth of things to your imagination. We're talking about a realm created by and for pure-hearted maidens after all. It's not a place where gentlemen should treat lightly. Aha, fair enough, I'm curious, but not that curious. Try to at least regulate your corrupting influence, though, that would be great. If that's truly what you wish, I suppose I ought to respect your wishes, but teasing her is my most cherished pastime, so I'd really prefer to keep at it. I wonder if she realizes her struggles are mainly just for entertainment. Still, teasing or not, I'm glad Elise has at least one close friend she can depend on.
Das kann man so sagen. Oh, and speaking of entertaining pastimes, I actually learned a delightful little card game called Blade from Sharon yesterday. Perhaps we could play a few rounds together? Jetzt? That sounds fun, I accept your challenge. Beim nächsten Mal, oder? Kommt bestimmt noch ein Bonding-Event. Ring got the cards? Nee. And began what seemed like it would be a few quick, friendly games of Blade. As they played, things unexpectedly ended up getting fairly heated, with each of them determined to come out on top while holding nothing back. In the end, the time they spent playing together was as enjoyable as the time they had spent reading. Gutes Mittagsprogramm, würde ich mal sagen. This really is quite an amusing little game. It's nice that even an inexperienced player like me doesn't start at too great of a disadvantage. Yeah, the updated version has a lot more strategy to it though. But you know, I have a lot of fond memories of this version of the game. I almost can't help but like it. In fact, Crow is the one who gave me my very first deck of Blade cards. Oh, really? It was sad to see the two of you fighting each other, especially after all you've been through together. What is it that forced the two of you to fight like this? Well, ultimately I think it's a battle of wills, and both of us are too stubborn to just give up and walk away. What do you mean? Rin told Princess Elfin about everything that had happened between him and Crow. As he went on dredging up those memories from what seemed like a lifetime ago, he went through a whole spectrum of emotions. Yet through it all, she had quietly and considerately listened until he finished telling her all that there was to tell. You could think of it as a high-stakes game of Blade, Crow on one side and me on the other. Neither of us are willing to compromise on the things that make us who we are, our beliefs, our pasts, our friends. And without compromise, all that's left to us is to meet each other head-on and see who comes out on top. I just hope that while we're doing that, we'll discover where life will lead us and what to do with ourselves after this is over. I see, boys will be boys, I suppose. But hearing you describe it, I almost envy Crow's position. Huh? Why is that? I just meant Elise would probably think that if she were here now, envying Crow, I mean. After all, it's almost like fate is pushing you and Crow together. It fills my imagination with thoughts. Wow, okay, was für eine Herleitung. Just a word to the wise. Guys aren't too hot about being paired up with their male friends when they don't lean that way. Well, like it or not, I consider myself someone fully invested in this little battle of wits now. So I intend to stay with you and see how it all pans out. You're more than welcome to come along for the ride, Your Highness, wherever it may take us. Wow, da sind aber jetzt gerade viele Sachen behandelt worden. Das war irgendwie deep. Ich glaube, dieser Bonding-Event hat die tatsächlich zusammengeschweißt. We and Princess Elfin reached Link Level 4. Sehr schön. Cover and Sheer müssen wir noch lernen, aber kommt Zeit, kommt Rat. So, I'll be sure to watch over that fateful clash between you and Crow when the time comes. Especially since it's sure to lead to some juicy developments for us ladies. Wow. Ich hatte jetzt schon wieder gehofft, dass man hier ein bisschen Normalität in ihre Denke reinbringen könnte, aber sie schweift immer wieder in diese skurrilen Richtungen ab, wie auch Dorothy. Und die beiden sollten sich mal miteinander vertraut machen. Ich glaube, da könnten interessante Gespräche bei rumkommen. So, wie habe ich jetzt hier angefangen? Ach, da komme ich gar nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein, sieht man ja auch auf der Karte. So, aber hier gibt es noch 3 Räume. Ich fange mal links an, weil ganz rechts steht jemand. Hier war diese sehr lange Cutscene in Teil 1 mit Alisa, wo ich finde, dass die beiden auf emotionaler Ebene sich sehr nahe gekommen sind irgendwie, weil da so ein... Ich finde, weiß nicht, diese Szene war für mich so ein bisschen der Übergang vom Freundschaftlichen, vom vielleicht ein bisschen mehr, so, weil die da sehr vertraut miteinander waren. Da war es noch nachts draußen, war irgendwie schön die Szene, ich weiß auch nicht. So, wen haben wir hier? Ah, die
gute Sharon. Diesmal leider nicht mit einem Bonding-Event versehen. Das heißt, irgendjemand da draußen wird dann wahrscheinlich wieder 2 haben, kann das sein? Weil das geht ansonsten, geht das nicht so auf. Hello? You deserve nothing but the highest praise for the way you fought yesterday, Master Reen. Were it not for your assistance, I doubt I would have been able to even rescue the chairman, much less liberate Ruhr. You have my most heartfelt thanks. You say that like we would have been able to do either of those things without you. This was a team effort through and through. Besides, I'm the last person who deserves any praise. If I'd just been a little stronger, we would still be alive. As much as I would like to, I'm afraid I have no right to attempt to comfort you. Not after having done the things I have. Sharon? Some might see your willingness to mourn the death of an enemy as a weakness, and understandably so, but I see it as just the opposite. I see it as a strength that you and your classmates possess. So I won't insult you by telling you it's wrong to feel the way you do. I'm positive that you'll find a way to come to terms with those feelings on your own, though I'm here for you if you need me. Thank you, Sharon. I see you had a chance to spend some pleasant alone time with Princess Elfin. Oh, die ist ja voll up to date. There's no faster route to an unforgettable experience than 2 people on their own in a closed room. Hallo? It's not like anything major happened between us. You've got a dirty mind. Ja, irgendwie fast alle Mädels hier. Wow. Okay. Irgendwas wollte ich gerade noch zu Sharon sagen. Ach so, ja. Sie ist halt immer so aufgeräumt und akkurat und er hat immer so alles im Griff. Ich frage mich, was mit Sharon passieren würde oder wie sie damit umgehen würde, wenn Irina sterben würde. Das wäre ultra krass. Ich wünsche mir das auch nicht, aber was passiert, wenn eine Sharon richtig am Boden ist? Ich habe nämlich bei ihr immer noch das Gefühl, dass sie so eine gewisse Fassade aufrecht erhält. Ich zweifle nicht an, dass sie ein lieber Mensch ist, aber sie ist halt so in ihrer Rolle irgendwie drin. Ich habe das Gefühl, die richtige Sharon noch gar nicht zu kennen. What are you up to, Elisa? I'm just checking out the rooms to make sure everything's in order. Sharon supposedly put everything back in order now that Director Rogner's gone, but still, it can't hurt to double check, right? I'd hate it if he ran off with something valuable on his way out. Yeah, he seems like the kind of guy who develops sticky fingers. Do you want a hand or anything? I'm fine, thanks. I've got a pretty good idea of where everything was, so it shouldn't be too much trouble. Mother's more than busy enough now, so I might as well just get it done. I feel like I should help her out anyway. Und ich glaube, da wird sie auch nicht Nein sagen, wenn wir einmal anfangen. Are you sure about doing this on your own? I mean, 2 people would be able to get the job done twice as fast, right? What are you planning, Schwarzer? Da ist wieder der skeptische Alisa-Blick. Nothing at all, I swear. Just kidding. Of course, I'll take you up on that. Und was genau machen die jetzt? Bei Aufräumen oder Putzen, das wird ja wahrscheinlich nicht ihre Aufgabe sein. Wobei ich Alisa so einschätzen würde, dass sie sich auch drum kümmern würde, um ihrer Mutter und vielleicht auch Sharon den Rücken frei zu halten. The 2 of them made their way around the Reinford household, scouring each and every room for any signs of das Wort kenne ich nicht, malfeasance, or missing property. Fortunately, thanks to Sharon organizing everything the night before, it didn't take them too long. Before they knew it, they only had 1 room remaining, the chairman's room. Hier waren wir heute schon. Habe ich aber nichts Auffälliges gefunden. Well, I'm glad to see that at least the rooms aren't a complete mess like they were yesterday. Sharon's done a great job cleaning everything up, and it doesn't look like there's anything missing either. Aber ganz ehrlich, Alisa, würde es dir auffallen, wenn hier ein Buch fehlen würde? Ich glaube, so auswendig kennt sie das doch hier alles gar nicht, oder? Well, that's good news. As much as I feel bad criticizing Angelica's uncle, Heidel Rogner must be an absolute slob. You'd think as a noble he'd at least pay a little more mind to cleanliness. I feel sorry for his housekeeping staff. It's probably more than being a noble. He thought he could get away with never having to clean anything. Imprisoning your mother seemed to have inflated his ego.
You're probably right. Suddenly having power over someone he was never able to stand against must have been a real treat. Either way, we're almost finished up here, so... Jetzt ist ihr doch was aufgefallen. What is it? Oh, I just noticed something sticking out slightly from between two of these books. This is... Oh, ein Familienfoto. It's a photograph of you as a little girl. And that looks like your mother, which would mean... Yeah, that's my father. Aber das Bild haben wir irgendwann schon mal gesehen. Ich weiß den Kontext nicht mehr. Ich meine, dass das in Teil 1 gewesen ist, als Alisa noch so ein bisschen über die alten Zeiten sinniert hat, bevor ihre Mutter sich so verändert hatte. Why is this hidden away on her desk, though? Maybe she pulled it out to look at every now and then while she was working, but didn't want anyone to know. Honestly, I'm surprised too, but here it is. I don't think there's any doubt that it's important to her. I guess you're right. Ich finde das irgendwie schön, dass sie so ein Foto an ihrem Arbeitsplatz hat. Alisa put the photograph back where she'd found it, and the two of them finished checking the rest of the rooms. Once their work was done, they treated themselves to a well-deserved rest. Ah, da ist wieder der Raum, in dem wir vorhin schon drin standen. Phew, that sure took a while, huh? I can only imagine how much of a task that would have been if you had to do it all by yourself. Hehe, truth be told, I probably would have given up halfway in and just left the rest to Sharon. Thank you so much, Reen. For what, helping out? Well, sure, but while finding that photo earlier might have just been a coincidence, I doubt I would have looked around in Mother's room if you hadn't been here. If I hadn't, I never would have discovered that or realized that maybe somewhere deep down she really does care. I think you would have, even if not today, you'd realize it eventually. She's your mother, after all. The two of you will always have that connection as family, like it or not. I think the day will come when you two understand how much you care for each other, with or without a photo to show. I'd like to think so, at least. Talking with you like this reminds me of when we had our field study here. Yeah, we had a little heart-to-heart about Mother back then, didn't we? In the same room? It was this room, actually. There's a lot I'm really thankful to you for, though. I wouldn't have been able to free Mother or this city on my own. And this is hardly the first time you've supported me or helped me accomplish something when I needed it most. So, for all the times I was too stubborn to say it, thank you, Reen. I hope I get the chance to repay you for this someday, for everything. Repay me? Ja, ich wusste, dass das wieder irgendjemand falsch versteht. Well, anyway, thanks for all your help today. I'm gonna be going now. See you later. Oh, right. Die sind halt auch schon irgendwie ein süßes Paar, so. Also jetzt nicht so beziehungsmäßig, sondern so wie die miteinander umgehen und so, finde ich irgendwie schön. I'm not sure what that was all about, but I guess I'd better get ready to head out too. Ja, immer wieder anders emotional mit den beiden, finde ich. Trotzdem freue ich mich auch die Szene mit Laura noch mehr. Beziehungsweise bin ich gespannt. Ey, der Raum, der ist so schön, ne? Der ist so schön eingerichtet, was Grünzeug und Blümchen hier und da so alles bewirken können. Ich bin gespannt, wer hier gegebenenfalls mehrere Bonding Points gesponsert bekommt. Das ist auch nochmal interessant. Eigentlich hätte ich da fast Alisa hinter vermutet, weil wir hier halt im Ruhr sind. Andererseits ist sie jetzt hier auch nicht mehr. Vielleicht wird es dann draußen nochmal eine Szene mit ihr geben. Ach doch, warte, sie ist hier. Hier stand ja vorher keine. Kann man nochmal gucken gehen, aber kein Bonding-Event mehr. I can't believe I let the perfect opportunity slip through my fingers. I'm such a coward. Did you say something? No, just thinking out loud. I still have stuff I need to organize, so mind leaving me alone for a bit? Sure, no problem. Was für eine Opportunity meinte sie denn? By the way, thanks. I'll be back aboard the Courageous as soon as I'm done, so you can head back without me. Das werden wir wahrscheinlich alle zusammen tun, aber das wird noch dauern. Ich glaube, bis wir das nächste Mal die Courageous von innen sehen, wird noch ein bisschen Zeit ins Land streichen. Ich darf nur nicht vergessen,
Und es wird aber bestimmt passieren, dass ich in diesem Kapitel, glaube ich, noch kein Blade gespielt habe. Das Kartenspiel mit den anderen. Da gibt es ja dann auch nochmal Linkpunkte. Ach, und eine Sache habe ich auch vergessen. Will ich gleich nochmal mit aufräumen. Nämlich einen Hinweis in den Kommentaren bekommen, dass ich nämlich hier, es gibt noch eine zweite Seite, wie auch immer ach da, Switch-Page-Dreieck. Guck mal, hier bin ich beim letzten Mal gar nicht drauf gewesen. Angie hat also doch ihre eigene Friendship-Leiste. Oh mein Gott, ich bin mit ihr weiter als mit Sarah. Ach nee, Alisa ist mit ihr weiter als... So muss ich gucken, genau. Das andere hat ja auch gar keinen Sinn ergeben, weil ich ja mit Sarah schon viel mehr erlebt habe. Level 5 ist nicht Maximum. Ich sehe das gerade bei Laura. Ich dachte, ich wäre mit ihr fertig, aber es geht noch weiter. Okay. Das verkompliziert das alles ein bisschen. Aber wenigstens sind dann keine Punkte verpufft nach dem letzten Night-Kampf, wo ja die Level 5 oder die Stufe 5 erreicht wurde. So, und da sind wir mit dem Gebäude auf jeden Fall schon mal durch. Sehr aufschlussreich. Gucken wir mal, wer sich hier draußen so tummelt. Hey, Cave. Good day and welcome to Rhineford Company's corporate headquarters. It feels so great to be back to work. It's been so long since I was actually able to do my job. But enough about me. Feel free to go inside with all you Thor's kids have done. You can come and go as you please. Schon geschehen. We've temporarily increased security in and around the building, but you kids can enter as you please. If you've got business, we'll be happy to wave you on through. Dankeschön. Also wir werden jetzt hier wahrscheinlich in nächster Zeit so oder so auf Händen getragen. Egal, was wir verbocken. Guten Tag, Gibbons. Woohoo, I'm working again. RF Group-related shares are back to normal again too. Yeah! I should go tell all our clients, what a day to be alive. Alles klar. All of the factories in the city are starting to resume normal operations too. That's our Irina. She knows exactly what she's doing. What a gall. Da ist aber jemand begeistert. Oh Mann. Ich glaube, jetzt sollten sich hier Irina-Fanposter drucken. Ich glaube, zur jetzigen Zeit oder Figuren oder sowas. Ich glaube, zur jetzigen Zeit würden das einige mitnehmen. This town may be made of steel, but its people are not. To see them finally understand each other moves me to tears. Hey, I'm so proud of all of you. Do you hope to become preachers of love as well? Eigentlich sind wir das schon, aber wir würden uns wahrscheinlich nicht so bezeichnen. You have a lot of potential. Hey, perhaps I could take you under my wing and make you my students. Ich glaube, wir haben da so ein, zwei andere Sachen zu erledigen, die ein bisschen wichtiger sind, aber irgendwann, wenn hier wieder Frieden einkehrt, vielleicht. So, warte mal, ich möchte mit ihr da hinten noch sprechen. Natalie, genau. I'm proud of Maki Rogner for knowing when to stand down. He recognized his defeat honorably and saw to Her Highness that he would take no further part in the war. That's how a real man should behave. It makes me as proud as ever to be a citizen of Ruhr to see him do that. Maki Rogner may have been defeated, but he still behaved honorably and did himself proud. That's how a real man of Ruhr should be. Na dann. Mal gucken, wann wir die erste unglückliche Person treffen. Oder vielleicht den einen Ausreißer, der sagt, vorher war irgendwie alles cooler, weil jetzt nervt mich das und das. Ich glaube, das wird nicht passieren. They say the modernization of Ruhr was really dependent on 3 people. The first, the former Rhineford chairman, Gwyn Rhineford. Second, President Schmidt of the Ruhr Institute of Technology. The third isn't nearly as well known, but it's the genius artisan Jackass. They're all amazing, but they apparently don't get along very well, so you won't see them working together very often. It's a shame too. Imagine what sort of incredible things they could make if they all worked together. Ja, wahre Worte. I'd love to see those 3 men work together on something one day. No matter what they'd make, I'm sure it would be a thing of beauty. Ja, a thing of beauty and of efficiency. Das könnte nur Gutes eigentlich hervorbringen, aber wenn sie nicht wollen, zwingen wird man sie vermutlich nicht können. Just as I thought everything was sorted out, Lady Angelica tells us that she's going to be leaving us. Oops. I hope she's not planning to flirt with any girls elsewhere in the country. She's such a playgirl. She has us, so why would she ever need anyone else?
Tja, I can't control her wandering eyes, but I only ever have eyes for her. Na, mal gucken, was mit den beiden wohl passieren würde, wenn sich Angelica irgendwann öffentlich auf eine Frau festlegen würde. Lady Angelica was here this morning and stroked both of us on the head. She did tell us she'd be leaving with the other students from her academy while she was doing that, though. I didn't think our sweet time together would be so brief. It's just so like Lady Angelica to come and go at a moment's notice. That's just another thing I love about her. Ey, die könnt euch auch ins Bett kacken und ihr würdet sie trotzdem verehren, oder? Bisschen gruselig ist dieser Personenkult schon manchmal. Wobei, ja, solange die sich nicht selber irgendwie damit schädigen und einfach nur aus der Ferne schwärmen, ohne irgendwann drastische Maßnahmen zu ergreifen, tut's vermutlich auch keinem weh. We're no longer part of the Noble Alliance, nor will we play any further part in the war. We will not, however, permit anyone to threaten the safety of this province. Our pride is still intact. Suspicious persons will be arrested on sight, so do not push your luck. Aber genau darauf hatte ich jetzt Bock. We might not be participating in the war, but we will not hesitate to defend the order of our province. Don't forget that for a minute. Ich vergesse es nach einer Sekunde. Damit leiste ich deinem Hinweis eigentlich Folge. The Marquis is currently resting in his mansion. To be perfectly honest, I'm relieved that things ended this way. We all care about both his lordship and Lady Angelica. We wouldn't want anything to happen to either one of them. Verstehe ich, das ist eigentlich die einzig vernünftige Sichtweise. No one who backed Lady Angelica and her plans is going to be punished for it. That's perfectly fine by me. I'm just glad this came to an end without hurting a hair on either of their heads. Ja, das kann man so stehen lassen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dir mal zustimme. Weil von den beiden bisher eigentlich immer nur sehr destruktiv negative Vibes rübergekommen sind in unsere Richtung. So, warte mal, es ist jetzt gar nicht so einfach, sich für eine Reihenfolge zu entscheiden. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal meine Runde. Da unten wird vermutlich nicht viel passieren, wobei doch, Celine ist hier. Ich hätte ja fast damit gerechnet, dass sie auch irgendwann mal ein Bonding-Event gesponsert bekommt, aber sie wird wahrscheinlich immer so ein bisschen nebenher laufen. Hey, ja, Celine, what brought you here? My desire for privacy and quiet. Have you even tried taking a nap on the Courageous? Looking at you, you definitely haven't. You look like something the cat dragged in, and that's being generous. Nett? I've been better, yeah. Normally, I just tell you to forget about what's already happened, but I see we're beyond that point, so try not to let it shake you too much. Depression isn't exactly going to be our ally in the days to come. Don't let it take over you, okay? Man, I must look really bad if even you're trying to cheer me up. Don't get the wrong idea here. I just don't want you to take your mopiness into battle with you and get both of us killed. I'm worried about me, alright? I got it. Wow. Hurry up and get over it, okay? It's not like being depressed will fix anything. Da hat sie prinzipiell recht, aber wow, das ist wahrscheinlich ihre Art, Fürsorge nach außen zu tragen, aber ja, das ist nicht meine Art, wie ich gerne fürsorglich behandelt wollen werden würde, falls das irgendwie Sinn ergibt. Hey Chrome, rules back to the way it was. This is the best. I was hoping this day would come, but man, that's not how I figured NOCH's involvement in the war would end. Lady Angelica never ceases to amaze. You could look all over Zemuria and you'd never find another noble quite like her. Lady Angelica doesn't behave the way you think a noble would, but that's what's great about her. Haha, she really topped herself this time, though. Das ist wohl wahr. Das werden wahrscheinlich auch viele andere so sehen. Sag mal, war ich in diesem Gebäude hier drin? Bei meinem ersten Rundgang? Ja, doch, waren wir. Entschuldigung. Mary hat hier beim letzten Mal auf dem Bett gesessen. Ich war mir nicht ganz sicher, aber alles gut. Hallo, Vanilla. Well, now that Min's back with us, all we need to worry about is you and Makarov. As I've explained to you numerous times, Makarov and I are certainly friends, but I'm afraid we don't have the sort of relationship you seem to think we do. Oh, have you got a problem with my baby brother? What's your deal?
Wow. That's not what I'm saying. Also unter den Umständen könnte ich nicht entspannt hier sitzen und essen. Sure, he's a little clumsy, and maybe he's sorta unkempt and prone to getting lost all the time, but he's my family. So if you've got any issues with him, just tell me and I'll field them in his place. Go on, lay it on me. She's been acting like this for a whole month now, and I think my daily stomach pains have something to do with her cooking. Ups, das klingt ja aber nach schiefem Haussegen. Clumsy, he's my family, lay it on me. Wow, Mary tut mir gerade ein bisschen leid. Kann sie nicht woanders irgendwie unterkommen? I'm so glad Mom and Instructor Mary are alright. Thanks to the whole liberating brewer thing, Reen. Seriously, I really mean it. I can't thank you and your classmates enough. It's not like you didn't play a part in it or anything, but liberating Brewer is just one step on our path to liberating the Academy. We'll all be counting on you. I won't let you down. Dann komm doch mit aufs Schiff. Wow, you really went all out with the food, Mom. Of course I did. What better cause for celebration than seeing your daughter for the first time in ages? Oh, this is the best. There's really nothing like your home cooking. Ja, da hast du ja recht. Warum nicht? Wow, you really went all out. Okay, hier wiederholt sie sich. Ach, Mary, was machen wir denn jetzt mit dir? From the sounds of things, you all fought wonderfully yesterday. It was quite a shock when I heard the particulars of what happened, but I'm glad you're all safe. Us too. Thank you, Instructor. Are you sure you don't want to come with us? You wouldn't be the first instructor to come on board the Courageous, and we'd be more than happy to have you. I'm certain that if I were to join you on the ship, I would only be a burden. That's due in no small part to my family potentially objecting to my presence there and causing trouble for everyone. As inactive as it sounds, I think the best thing I can do for you is stay here and pray for your safety and success. Das sehe ich anders. Well, if you're sure, we'll try not to let you down. I'd like to imagine that Rua will be safe for the time being, but taken care all the same. But take care all the same, nicht taken. The same to all of you. May Idios watch over you all. Dankeschön. Notebook ist geupdatet worden. I will stay here and pray for your continued safety and success. As soon as you succeed in liberating the Academy, however, I'll be right there. Aha. Was mich gerade so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie meinte, sie bringt uns da nichts auf dem Schiff. Das haben andere vorher auch behauptet und wir haben für jeden bisher irgendwie eine sinnvolle Aufgabe gefunden. Insofern wäre ich bei ihr auch optimistisch gewesen, aber wir können sie zu nichts zwingen und wir werden sie auch zu nichts zwingen. Hier kann ich mir vorstellen, dass Sarah hier ist, aber es sah gerade auf der Karte zumindest nicht danach aus. Nö. Bin gespannt. Also generell, wo sich alle so aufhalten. Wobei es sitzen jetzt zwei. Ach nee, da ist nur der Kellner. Das ist der andere. Ich dachte, da sitzen jetzt zwei Leute am Tisch. So, irgendjemand wird mir doch bestimmt hier ein Recipe geben. Also nicht in der Bar, sondern generell jetzt hier in dem ganzen Städterundgang. What happened at the Schwarzstrike barrier is the talk of the town. It's hard to believe that Ash-Colored Night really exists, though. I've heard all the stories about the Great Knights ending conflicts, but maybe this means they're not just stories after all. That Ash-Colored Night is just like the way the Great Knights are described in the ancient legends. Perhaps that means those old stories are more than just stories. Aha. Da ist aber jemand gedanklich gerade viel beschäftigt mit diesem Thema. Sounds like you had quite the ordeal over at the Schwarzstrike barrier. It's over now though, which means you've got some time to relax a little. And you know what will help you relax? A cocktail. Here, I'll teach you. Don't worry, it's non-alcoholic. Gerade davon gesprochen, ey. Das war kompletter Zufall. Wir haben hier nämlich irgendwas mit Tomato-Cocktail war das, glaube ich, in Teil 1 hier bekommen an der Bar direkt. Ich glaube aber nicht von ihm. Dankeschön. I hear you've been keeping busy. I also hear that there was a fatality during the recent battle. Feel free to take the time to rest and unwind. Machen wir. Dankeschön. Please enjoy your visit. Coolio. Aber kochen brauche ich jetzt eigentlich nicht, ne? Ich will nur kurz gucken, ob das direkt anschließt. Nicht, dass da eine Lücke ist. Nein! Oh no!
Das ist mein Horrorszenario. Wehe, ich habe irgendwas übersehen. Oh mein Gott, hoffentlich gibt mir hier ein anderer NPC noch ein anderes Rezept. Marky Rogner withdrew from the Alliance. That's good news. Now I can focus on my work without worrying about war on my doorstep. I've got a lot to prepare with the end of the school year around the corner, along with 2 students who are dangerously low on credits. Na dann, it's almost time for the students to move on to the next grade, which means I have a lot of work to do. I'll have to make sure those 2 submit their reports at the very least. They could be in real trouble if they don't. Okay, dann mach du mal. Ich glaube, jetzt wo alles wieder zur Normalität zurückkehrt, jeder gefühlt alle Hände voll zu tun. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, gibt es irgendjemanden, der jetzt vielleicht unterforderter sein könnte als vorher? Vielleicht irgendwelche Verhandlungsführer im Hintergrund oder so, keine Ahnung. So, warte mal, dann lass mich jetzt hier mal noch die beiden Gebäude links mitnehmen. Wir starten mal mit dem Hotel. Viel ist hier in der Lobby auf jeden Fall nicht los. Hallo Faber. I hear Chairman Irina has been restored to her position and Heider Rogner is taking a leave of absence from his, all of which is a massive relief to me. If the RF group returns to its former glory, our customers should come back. I just hope the war doesn't drag on for too much longer. I'm so very tired of it. I studied economic and management theory at a university in Heimdall, but no degree of teaching could have prepared me for the realities of running a hotel during a civil war. Never again. Das ist doch immer so. Man lernt, egal wie viel man in der Theorie lernt, die eigentlichen wichtigen Erfahrungen, die kriegst du immer draußen im Praxisbetrieb. Das war auch der Grund, warum ich, obwohl ich hätte können, warum ich mich damals gegen ein Studium entschieden habe. Also es war eines der Gründe, weil ich keinen Bock hatte, mich mehrere Jahre weiterhin mit Theorie auseinanderzusetzen und mich dann entgegen aller Empfehlungen aus allen Kreisen, sowohl Freunde als auch Familie, ich habe mich dann für die Ausbildung entschieden und würde es jederzeit wieder tun. Weil ich der Meinung bin, gerade mit Blick auf den jetzigen Fachkräftemangel, dass man es auch mit einer Ausbildung überall hinschaffen kann. Ich selber habe schon 2 Jobs inne gehabt, sage ich mal, wo auf dem Papier ein Studium erforderlich gewesen wäre. Und jetzt bin ich da und fühle mich nicht überfordert, also überfordert schon, aber nicht, also hier und da, aber nicht, weil mir irgendwie ein Studium fehlt, sondern weil einfach viel zu tun ist. Deswegen... Ja, überrascht mich das nicht, zu welcher Conclusion er da gerade gekommen ist. This maid insisted that I try listening to the radio. While I hate to turn her down, I'm really not in the mood for it right now. We interrupt this broadcast to bring you an important news bulletin, announces voice. We have just received word that an airliner has been hijacked. Ach du Scheiße, was? Das sind nicht die News, die wir hören wollen. Yeah, this isn't exactly cheering me up either. Da könnte man ja schon wieder eine Brücke schlagen zum Thema Medienkonsum generell, weil das macht in den aktuellen Tagen, in der momentanen Situation echt nicht so wirklich viel Spaß, aber es geht schon länger so, finde ich. I don't have time for this, I need to go find Ricky. She says listening to this will cheer me up, but I'm just not feeling it. Ich glaube, sie hat sich auch eher auf die Musik bezogen. Und was er nicht fehlt, das fehlt Schulk umso mehr. Habe ich gerade schon wieder Assoziation. Listening to the radio is loads of fun. Here, I put on one of my favorite stations. You'll be jumping around with joy in no time. Well, okay. This guy still seems really bummed. I put on my favorite radio station for him, though, so hopefully that will cheer him up. Ja, also die News, die da gerade so durchs Radio kamen, die sind tatsächlich nicht so hilfreich dabei, die Stimmung zu heben, behaupte ich mal. Mir tut der Anton gerade ein bisschen leid. Aber ich weiß noch, wie sehr ich sie gefeiert habe, weil sie war doch diejenige, die hier zuletzt irgendwie durchs Zimmer gehüpft ist, als alles dem Untergang geweiht war und die einzig gut gelaunte Person, die noch versucht hat, das Beste aus ihrer Situation zu machen, sage ich mal. So, interessanter Besuch hier im Hotel. Und das nächste wäre dann noch der Laden, ne? Da standen ja zuletzt immer ein paar Persönchen rum, unter anderem Hugo. Oder war das der Laden unten? Ne, ich glaube, das war der Laden unten und nicht der hier. Haben die hier was weggeräumt? Hier standen doch vorher auch immer Sachen, oder nicht?
Naja, hi Sandy. Did you hear? Chairman Irina is back to work. Nee, hören wir zum ersten Mal. Erzählen Sie mir bitte mehr, habe ich noch gar nicht mitbekommen. What fantastic news. This means the second factory will be resuming operations too. I need to get back to the office and get my subordinates in gear right away. Uh-huh. Karen, I need to get back to the office right away. You're in charge of everything here. Of course, good luck. Karen, I need... Okay, sie macht das schon ganz gut. Denke ich mal. Hello. Irgendwas Neues hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das mit den Einkäufen, das ist hier schon abgeschlossen. Ja, bei Elliot sieht das jetzt alles so nach Upgrade aus, aber der ist halt nicht im Hauptteam, deswegen täuscht das. So, dann talken wir mal. It looks like we're going to be able to start getting bigger orders of the products in our lineup again. I couldn't be happier. Hopefully a little extra commerce helps Ruhr get a bit of its old lifeblood back. It looks like we're going to be able to start getting bigger orders. Okay, sie sagt nur eine Sache. Das ist okay. Kann ja auch nicht jeder so viel quatschen wie, keine Ahnung wer, wie ich. Ich sag halt wenig Werthaltiges, aber ja, nee, ich glaube, wenn ich in so einem Laden stehen würde, würde ich die Leute auch nicht voll quatschen. Das mache ich nur mit euch, die sich meine Videos angucken. So, ich gehe mal, bevor wir Magias dann in der nächsten Folge wahrscheinlich als Opener nehmen, hier nochmal meine Runde drehen. Oh, streiten die sich? Warte, wir gehen gleich gucken. Ich will nur wieder schauen, ob ich hier nicht irgendwas anderes übersehe. Hey Gregor. Woo, yay! Hooray for sweet, sweet freedom! Thank you, goddess. Now we don't have to worry about the Alliance anymore. Yeah, I thought those guys would never leave sometimes. But it happened and now we're free. Yeah! Geil. Ich freue mich, weil der sich freut. Vor allen Dingen, wie der sich freut. What? The Alliance has withdrawn from Ruhr? Ja. Yo, serious? Serious? Yeah! Life is good. Life is so damn good. Someone's happy. Das ist echt so. Und ich dachte, die streiten. Yeah, I'm so happy I could kiss you. Life is so damn good. Nee, such dir mal jemand anderen zum Knutschen aus. Hey, George. Ich habe ich ja hier gar nicht gesehen, ne? What time is it now? Yeah, he should be in the building. I'd really rather not see him, but I've gotta do what I've gotta do, I guess. Time to try and arrange a meeting. Knowing him, he's gonna be exactly the same as I remember. Wen meinst du denn? Whoever he is here to see, he doesn't sound too happy about it. Ja. I've done everything I can to avoid seeing him for a while now, but desperate times call for desperate measures. Maybe I should ask Harves and Gregor to see the meeting up for me. To set the meeting up for me. I should probably say hi to them either way. Das solltest du. Vielleicht können die dich mit ihrer Positivität irgendwie anstecken, weil die feiern da gerade ihre ganz eigene Party. Makia Wagner withdrawing from the Alliance means that Ruhr's neutral now, right? That's great news. We don't need to worry about being attacked or any of that stuff now. Now I can devote myself wholeheartedly to my studies, thank goodness. One day I want to be a researcher as capable as Liberal's Erica Russell. Erica Russell? Den Namen habe ich, glaube ich, das letzte Mal in Trades in the Sky gehört. She's one of the many geniuses who will lead technological development forward. Now that things have calmed down in Ruhr, I need to really buckle down on my studies to reach that goal. Also ich sag mal so, ich verstehe die Erleichterung, aber pessimistisch wie ich bin, hätte ich wiederum Angst, dass irgendwann die neutralen Fraktionen auch massiv unter Druck gesetzt werden könnten von den Kriegstreibern da draußen und vielleicht in irgendeine Ecke gezwungen werden oder so, keine Ahnung. Ratto, I hope he didn't go too far. More than anything, though, I just hope he hasn't gotten himself into trouble. Von wem redet ihr? Von der gleichen Person wie George auch? Wasn't he the person we helped during our field study here? He seems worried about something, but I don't know if I'd be able to help him all by myself. I'll come back with the others and ask him what's up when I can. Aha. Das heißt, wenn wir dann die nächsten Missionen kriegen, oder der wird eine Hidden Quest sein, wenn wir
hier nochmal hingeschickt werden. Also den muss ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wobei ich wahrscheinlich wieder meine große Runde machen werde. It's such a relief to know this province is now neutral in the war. What our students need Entschuldigung, is an open, free environment that fosters their creativity, not lots of military funding. Aha, das stimmt wohl. I think we of this institute need to give some thought as to how to best proceed, however. Some members here assisted the Alliance with their research, so I need to ask them what they intend to do now. Mach das mal. Ihr werdet das hier schon wieder in die richtigen Bahnen lenken. Phew, I'm finally done. I don't want to see another account for a long, long time. After what happened, the Institute's going to be making an effort to distance itself from the Alliance, at least for now, which means that things should finally be able to get back to normal here, and that's music to my ears. Ja. Now all we need is for President Schmidt to not pull some crazy stunt. But who am I trying to kid? He doesn't care about anyone as long as he gets to have his fun. He literally does not care. Das klingt minimal traurig, aber sagt viel über ihn aus. Es sei denn, sie unterstellt ihm was nicht zutrifft. Vielleicht sollten wir uns erstmal unser eigenes Bild von ihm machen, bevor ich jetzt zu harsch urteile. Gut, ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal mit dem Rundgang hier weitermachen und den nächsten Bonding-Event wahrscheinlich dann mit Magias hier beginnen und dann gucke ich mir im Anschluss die unteren Ebenen mal an. Wobei, ich habe die Kirche ausgelassen. In die Kirche müssen wir dann auch nochmal. Aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm und wir werden hier noch einige wahrscheinlich gute Gespräche führen. Ich bin gespannt. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.